Hi, ich bin die Pauline aus der Nähschule Greenberg. Heute geht es um diese Necchi Nähmaschine. Es ist eine Einsteigernähmaschine, ganz einfach zu pflegen auch. Und ich zeige in diesem Video, wie man die einfädelt und benutzt. Komm mal mit. This Necchi sewing machine was broken when it came to me. The needle was stuck into it and we couldn't move any parts whatsoever. Als die Nähmaschine zu mir kam, hatte die einen totalen Schaden. Die Nadel war versunken in den Transporteur und saß fest. After removing the needle, I saw the big problem that we had, that all of these parts were damaged. So I needed to take care of them. Den Greifer musste ich komplett schleifen, sowie innere Seite auch. Alles musste wieder glatt werden. So I needed to polish all of these parts to make them all nice, having a nice surface, because otherwise it wouldn't transport the thread. Dafür benutzt man ein ganz feines Schleifpapier. For this you can only use a very fine sandpaper and really delicate movements. Es ist gut zu wissen, wie man so eine Maschine ausbaut, weil es kann sein, dass ein Faden oder irgendwas ähnliches einfach sich da festsetzt. So it's really important to know how to build this out and inside again in order to take some thread out or anything that's getting stuck into the machine. So, dieser Punkt muss perfekt liegen. This point has to be perfect and then we can just try that with taking the hand wheel towards us. Wir nehmen das Handrad zu uns, um zu schauen, dass alle Teile richtig sitzen. Jetzt kann ich den Nähfuß noch dran machen, den Schlitten drauf. So now I can put the presser foot in and I'll just press in the back, just so it snaps in. So geht er ab und so können wir den dran machen. Danach ist die Nadel dran. So now we need to put a needle inside. There is a flat side that goes into the back. Also die flache Seite kommt nach hinten und die runde nach vorne. Die Nadel muss bis zum Anschlag hoch und dann wird es so gedreht mit der Schraube hier rechts. When the needle is all the way up, you can screw it in. Make sure it's as tight as possible. You can use a screwdriver for this. Mit einem Schraubenzieher geht es noch besser. The power cord goes into the machine and we can switch on the machine. Jetzt können wir einmal die Nähmaschine anmachen. We'll take the thread holders up. Die Garnhalterung können wir nach oben bringen und hier kommt die Spule drauf. Our bobbin comes on this side. To wind the bobbin you only need to have one thread guide, which is here. Am besten hält man den Faden gespannt zwischen zwei Hände, wie wenn es Zahnseide wäre. Make sure to have enough tension on your thread to go through the thread guides, making a loop, going all the way to your bobbin. Die restlichen 10 cm von den Faden spulen wir von Hand erstmal in der O-Richtung ungefähr 5-mal und nehmen die Spule nach rechts. So make sure to always have that 10 cm from your thread going onto your bobbin about 5 times clockwise. Normally you can turn the 2 hand wheels against each other to release the needle from going with you when you're winding the bobbin. Also hier könnt ihr sehen, bei dieser Maschine kann man das. Man kann nämlich die 2 Räder auseinanderschrauben, damit die Nadel nicht mitläuft, wenn man aufspult. Wenn man eine professionelle Reinigung macht, jede 2 Jahre, sollte das kein Problem sein. Wenn man zu lange nichts gemacht hat, ist es manchmal schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen. Wir geben Gas und spulen auf. So let's give gas and wind your bobbin. When it's all done, you can take it to the left-hand side. Wenn es fertig ist, nach links nehmen und nach oben abziehen und abschnippeln. And we'll snip off the thread. Mit dieser Maschine kann man auch einen Zwillingsnaht machen. Dafür braucht man die zweite Garnhalterung. So for a twin needle, you need to have both of the threads up here. This guide, you will need to go through like here. Dieses Mal gehen wir mit dem Faden so durch die Führungen. Auch wieder den Faden gut gespannt halten und ich sage das ganz langsam, wie ich den Faden hier reinkriege. This is a slow motion movement that you would have to do to get the thread into the thread guide. Dann gehen wir mit dem Faden durch die Fadenspannung. Then we'll take the thread through our tension right here. The thread goes then up again. Und jetzt geht der Faden nach oben wieder und hakt rein in den Fadenhebel, der jetzt noch nicht da ist. Also nehmen wir uns das Handrad zu uns. So now we take the hand wheel towards us and we'll pull the thread through the thread lever. The hand wheel you always pull towards you, also immer zu dir drehen, bis wirklich der Fadenhebel hier oben erscheint.
Stop turning the wheel as soon as you can see the thread lever. Or put the thread through the last thread guide. Also hier ist der letzte Punkt, wo wir unsere Nadel noch reintun sollen. Und wir schauen, dass die Nadel oben ist, dass man das Nadelöhr gut sehen kann und den Faden durchführen kann. Zum blind einfädeln habe ich schon mal einen Film gemacht. Da könnt ihr ja gerne oben in der Ecke gucken. So there is a film up in the corner you can watch if you're not quite sure how to do this. We have a little sliding box up underneath here where you can put all your bits and bobs. Hier könnt ihr eure Sachen reintun. Also die ganzen Nähsachen, den Tisch drinnen. Wir machen hier auch den Deckel auf. So open this here and we'll take out the bobbin case. So können wir unsere Spulkapsel einmal rausholen und einen neuen Faden hier reintun. In dieser Maschine befindet sich eine Spule aus Metall. Die war schon dabei und die sieht auch richtig aus für die Maschine. Man kann aber auch die Plastikdinger benutzen. You can also use the plastic bobbins. So the thread goes into this little opening right here and snaps underneath here. Der Faden kommt in den Schlitz rein und unter diesem Plätzchen hier. The bobbin thread tension can be adjusted on the screw. Hier ist die kleine Schraube für die Fadenspannung. Jetzt zur Fadenspannung oben in der Ecke. Make sure to position your bobbin like this and open the little door. Und diese kleine Türchen macht ihr auf und schaut, dass alles ganz gut verstaut ist. Wenn ihr jetzt den Faden festhält und das Handrad zu euch dreht, kommt der Unterfaden nach oben. Make sure your bobbin is stored perfectly inside the machine and not wiggling around. Hold on to your top thread and turn the hand wheel towards you once. When the thread guide is up, you can pull both of your threads up. Both of your threads goes underneath your presser foot. Beide Fäden kommen unter den Nähfuß. We can now position the table back onto your machine. Wir können einmal unseren Tisch einmal auf unsere Freihand platzieren. Auf der Stichplatte gibt es mehrere Rillen. So you can see on this machine you've got rills, but the first one is not 1 cm. Die erste ist nicht 1 cm, sondern ihr müsst den Nähfuß einfach folgen. Wir nehmen uns einen Baumwollwebstoff und nähen die erste Nähte. Wir versenken den Fuß und die Nadel. So we'll start our first zigzag with 1 cm seam allowance, going forwards and backwards. Im Zigzag sieht man nämlich die Fadenspannung. Ich habe 2 verschiedene Fadenfarbe, damit ich das besser sehen kann. So now we check the tension and the yellow thread should be on the yellow side. There's a little bit of a leftover here, but otherwise it looks good. Also die gelbe Seite auf die gelbe Seite und blau auf blaue Seite. Mehr zu Fadenspannung verlinke ich oben in der Ecke. More information about the tension of your thread I'll put inside the little corner, so you can just have a look at that. Jetzt werden wir verschiedene Stiche jetzt ausprobieren. Hier haben wir einen Geradstich. So this is a straight stitch on 3. So length 3. Also die Länge 3. Wir probieren weitere Stiche aus. We'll try some more stitches just to see that the function is alright. Das ist ein dreifacher Zickzack. So this is a 3-point zigzag. Also on a length of 3. You need that on 2, it would look even more nicer. Und jetzt kommt so eine Art Coverlock, Overlock, Naht. Die Maschine kann man natürlich nicht als Overlock benutzen, weil die ja kein Schneidegerät hat. Aber so würde das dann ausschauen. Die Anfangsfäden kann man ein bisschen jetzt wegräumen. Die sind ja natürlich nur im Weg, aber bis jetzt würde ich sagen, ist die Fadenspannung ganz okay. Die verschiedenen Sticharten sind nicht viele, aber sind alle, die man braucht. So you don't have many stitches to pick from, but I can show you, it's all of you, the ones that you will need. Das ist Straight Stitch, also das ist einmal Geradstich und es wird so geradweise ein bisschen gröber und größer. So that's the zigzag that you have, and then you have this 3-point zigzags and the kind of overlock pieces over here. Also das sind so Ziernähte und Overlock-Nähte. Und die kannst du alle an diesen einen Rad auswählen. So you can choose all of these different ones on that wheel. And you also have buttonhole. Also das ist einmal Knopfloch. Das ist schon mal toll, dass alles auf einen Blick ist. Gut für Anfänger. So this is good for the beginners. This is the reverse button. You hold it down when you go backwards. Also man drückt es rein, wenn man dann rückwärts fahren will. Und hier ist die Stichlänge. So this is your
stitch length, which is normally on 3, unless you do some other very interesting stitches. Je größer die Zahl, je länger werden die Nähte. The higher the number, the longer your stitches are going to be. Den Anlasser oder Gaspedal benutzt natürlich am Boden. Der sieht so aus und er drückt ihn mit dem Fuß zusammen. This is your foot pedal and you'll obviously use that on the floor and yeah, press it with the foot. Die Nähmaschine kann man auch gut transportieren. Als erstes muss man natürlich die Kranhalterung nach unten bringen. So if you want to transport this machine, that's quite easy. You have a good handle to hold on to. Cleaning this machine is very easy also. You can get most of your moving parts when you open the lid here. Also ihr kriegt fast alle Teile hier zu sehen. Ihr könnt punktuell natürlich ab und zu einen Tropfen Öl reintun. So you can just put one drop on these points, which are really important. That's moving parts and they always need up and then, now and then, they will need one drop of oil. Don't take too much, but do it more often. Für wem ist diese Nähmaschine? So this is a machine for a beginner, but someone who also wants to repair maybe old clothing, jeans and jerseys, no problem. Für Änderungsschneidereiarbeiten, so kleine Sachen, ist sie super. Man kann da gut Jersey und Jeans nähen. This is not a machine for fast sewers, also diese Maschine ist nicht für Leute, die schnell nähen wollen, sondern gemütlich. Write me in the comments if you have this machine. Schreib mir gerne einen Kommentar, falls du die Maschine hast.